Cześć! Jak pewnie część z Was zdążyła już zauważyć, jestem obecnie w kościele. I to nie jest przypadek, ponieważ chcę Wam opowiedzieć dzisiaj o religii w Szwajcarii. Teraz stosunek kościoła do państwa jest pozostawiony w gestii kantonów. Tak więc sytuacja, jaką Wam przedstawię, dotyczy kantonu Zurich. W pozostałych 25 kantonach może to wyglądać trochę albo znacząco inaczej. W kantonie Zurich jest obecnie rozpoznanych 5 wspólnot religijnych, 3 chrześcijańskie i 2 żydowskie, a gmina muzułmańska od lat stara się bezskutecznie o wpisanie na listę kościołów państwowych. Bycie kościołem państwowym daje pewne przywileje i oczywiście obowiązki, o których zresztą opowiedzą zaraz moi goście. Das ist eine öffentlich-rechtlich anerkannte Institution, welche sich auf die Reformation von Zwingli beruft. Da feiern wir dann ja auch ein Jubiläum im 2019. Also es ist eine synodal verfasste Kirche, die davon ausgeht, oder in der es keinen Klerus gibt, sondern die das Priestertum aller Gläubigen auch zum Inhalt hat, die sich auf die Bibel beruft, im Sinn von sola scriptura, also die Bibel wird sehr ernst genommen, auch das in der Ausbildung mit den alten Sprachen. Und es wird einfach davon ausgegangen, dass die Amtsträger, Amtsträgerinnen nicht irgendwie, also die sind einfach durch ihre Ausbildung legitimiert, die Auslegung der Schrift zu machen und zu versuchen, ins Heute zu übertragen. Aber sie sind nicht jetzt irgendwie ein Klerus. Dann gibt es in der reformierten Kirche 2 Sakramente, die Taufe, das Abendmahl. Das hat auch in der Kirchenordnung einen wichtigen Stellenwert. Das macht die Kirche aus. Ja. In der Schweiz gibt es keine völlige Trennung von Kirche und Staat, sondern es ist also auch nicht das laizistische System wie in Frankreich, sondern es ist ein Verhältnis, das geregelt ist mit einem Kirchengesetz zwischen Kirche und Staat. Und der Staat treibt für die 3 anerkannten Religionsgemeinschaften, die römisch-katholische Kirche, die christkatholische Kirche und die evangelisch-reformierte Kirche, die Kirchensteuern ein. Und also erhebt die Kirchensteuern mit den Staatssteuern gemeinsam und liefert das dann an die Glaubensgemeinschaften ab. Ja, dieses Geld wird dann nach einem Schlüssel aufgeteilt an die Kirchgemeinden, an die Pfarreien. Es wird von den Kirchgemeinden verwaltet, also von einem Gremium, das dazu errichtet wurde. Also die nennt man Kirchenpflege, und die Kirchenpflege, die verwaltet dann dieses Geld, das ihnen zugewiesen wurde. One służą sprawowaniu kultu, dziełom miłosierdzia, to są różnego rodzaju akcje socjalne czy pomoc socjalna. To są oczywiście niektóre prace w ramach edukacji, czy też niektóre dzieła o charakterze religijnym, ale także kulturalnym. Oczywiście część tych środków jest przeznaczana na utrzymanie osób zatrudnionych w parafii, bądź to osób duchownych, bądź to osób świeckich, które pracują na rzecz wspólnoty. Und ein Teil geht in die Aufgaben, die wir als Stadt oder als Kanton übernehmen. Also das sind so Aufgaben wie die Seelsorge, AIDS-Seelsorge oder die Seelsorge in den Spitälern oder die Pfarrämter, die wir im Flughafen haben oder in Einkaufszentren oder am Hauptbahnhof haben.
einige Gelder gehen dann in diese überpfarrlichen Aufgaben hinein. Na pewno trzeba powiedzieć, że firmy z natury rzeczy nie są konfesyjne. To człowiek może się określić jako osoba wierząca bądź nie. Jest przyjęte, że ten podatek od firm idzie na wspieranie działalności Kościoła w ramach zasady pomocniczości z kantonem czy z państwem. Konkretnie oznacza to pracę socjalną, kulturę bądź edukację i na te cele te pieniądze są wykorzystywane. Jest to duża pomoc zarówno dla Kościoła, jak i dla kantonu. Also eben diese Gelder, der Staat, wenn der Staat Kirchensteuer einzieht, hat er auch Bedingungen gesetzt, dass das kontrolliert wird und dass das Geld demokratisch verwaltet wird. Und deshalb wurden parallel zu den kanonischen Strukturen der Kirche, wie Diözese, Kirchgemeinden, Dekanate, wurden diese Kirchgemeinden institutionalisiert oder eingeführt. Und diese Kirchgemeinden die verwalten das Geld. Sind eigentlich von den Menschen her, sind es dieselben Menschen wie ein Pfarrei. Aber die Strukturen, eine Kirchgemeinde hat die Struktur der Kirchenpflege, das sind die gewählten Leute, 7 bis 9 Leute, die dann das Geld auch verwalten. Und die Diözese oder die kanonische Strukturen, wofür sie sind dann hier in der Schweiz, was die machen? Also ganz normal wie überall auf der Welt. Also auch, das sind die Verwaltungsstrukturen, wie wir sie kennen. In einem Pfarrei gibt es einen Pfarrer und da werden die Sakramente gefeiert. Ja. Das sind auch dieselben wie überall auf der Welt. Die parallele Struktur ist nur für die Verwaltung der Güter da. To znaczy trzeba powiedzieć, że polska misja katolicka, czy misje językowe na terenie kantonu Zurych, a ich jest 21, więc to jest, myślę, duża liczba, jest częścią kościoła szwajcarskiego, katolickiego, jest także częścią kościoła rzymskokatolickiego, jest też jednocześnie częścią struktury kościelnej czy korporacji kościelnej rzymskokatolickiego kościoła w kantonie Zurych. Co to by w praktyce oczywiście oznaczało, że nie ma w Kościele migrantów. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami i to jest może tak, że bardziej misja jako struktura, ona jest zintegrowana, ona jest w tych strukturach szwajcarskich, ona jest dosyć też podobna do struktury parafialnej, aczkolwiek są istotne różnice, ale to, co nas jak gdyby wyróżnia, to jest to, że nasze duszpasterstwo jest prowadzone w języku polskim. Ja, das hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert, oder? Also es gibt, vom Staat her gab es schon immer eine biblische Geschichte und die Religionsgemeinschaften durften in der Schule Lektionen halten für sogenannten konfessionellen Unterricht. Das hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Also die Schule macht jetzt ein Angebot Religion und Kultur. Das wird von Fachleuten gegeben, die können auch aus den Religionsgemeinschaften sein, aber meistens sind es einfach Lehrpersonen aus der Volksschule, die eine Zusatzausbildung gemacht haben.
es geht darum, von einem relativ neutralen Standpunkt einen Blick auf Religion und Kultur zu haben. Daneben gibt es den traditionell konfessionellen Unterricht, der zum Teil noch in der Schule gegeben wird, also örtlich. Aber die Schulen kommen auch immer mehr unter Druck, dass sie selber den Raum haben. Und da ist es auch vielfach so, dass wir hier in unseren Räumlichkeiten diesen Unterricht machen, Katechese. Myślę, że w dużej mierze oznacza nowość, prawda? Bo kiedy człowiek przyjeżdża, rozpoczyna ten etap taki bardzo mocno formalny, czyli musi się zameldować po pewnym czasie. Prawdopodobnie musi znaleźć mieszkanie. Domyślam się, że zatrudnienie już ma. To jedno z pytań, które mu na samym początku zostaną zadane w urzędzie, czy przy wypełnianiu różnego rodzaju dokumentacji, do jakiej wspólnoty wyznaniowej należy. Myślę, że to jest coś nowego, aczkolwiek myślę, że dla tych, którzy już mają doświadczenia chociażby z Niemiec, czy z innych krajów, gdzie funkcjonuje podatek kościelny, jest to rzecz też przynajmniej słyszana bądź znana w jakimś tam stopniu. Also in unserer Kirche wird seit 1983 werden Frauen ordiniert. Es gab vorher schon mal eine Ordination, die wurde dann aber vom Staat und nicht von der Kirche wieder rückgängig gemacht bzw. verboten, weil der Staat sagte, die Frauen sind nicht oder haben kein Stimm- und Wahlrecht, also dürfen sie sein in der Kirche nicht. Also da war unsere Landeskirche Pionierin. Und dann, ja, gab es natürlich auch eben Anstrengungen, Bemühungen von Frauenseite, dass das möglich wird. Und seit 1963, also noch vor Einführung des Frauenstimmrechts, das ja auf politischer Ebene in der Schweiz erst 1971 gekommen ist, waren Frauen wählbar in ein Pfarramt. Und ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, weshalb ich in dieser Glaubensgemeinschaft mitmache und als Frau da auch Verantwortung übernehme, auch auf der theologischen Ebene. Etwa 36% in unserer Landeskirche sind Frauen. Im Gemeindepfarramt, vor allem auch in Institutionen. Ja, das ist so der Stand der Dinge. No i to już jest wszystko, co chciałem Wam pokazać. Mam nadzieję, że się dowiedzieliście czegoś interesującego z mojego reportażu. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, piszcie. Jesteśmy także dostępni na Facebooku i na Instagramie. No i do zobaczenia w następnym filmiku.